Warum gibt es eigentlich Anleihen? Anleihen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Finanzsystems, doch ihre volkswirtschaftliche Bedeutung wird oft unterschätzt. Eine Anleihe ist ein Schuldschein. Der Emittent, also ein Staat, ein Unternehmen oder eine Institution, leiht sich Geld von Anlegern und verpflichtet sich, regelmäßig Zinsen zu zahlen und am Ende der Laufzeit das gesamte Geld zurückzuzahlen. Die wichtigste volkswirtschaftliche Funktion von Anleihen ist die Kapitalallokation. Unsere Wirtschaft funktioniert nur, wenn Kapital von denen, die es haben, zu denen fließt, die es produktiv einsetzen können. Stell dir vor, auf der einen Seite haben wir Sparer wie Privatpersonen, Pensionsfonds und Versicherungen, die ihr Geld anlegen möchten. Auf der anderen Seite stehen Staaten, die Infrastruktur finanzieren müssen oder Unternehmen, die in neue Technologien investieren wollen. Anleihen schaffen hier die Brücke. Sie ermöglichen es, dass Kapital dorthin fließt, wo es gesellschaftlich und wirtschaftlich Nutzen bringt. Damit kommen wir direkt zur Staatsfinanzierung. Regierungen nutzen Anleihen, um Investitionen zu finanzieren, die für die Gesellschaft unverzichtbar sind. Schulen, Krankenhäuser, Straßen, Energieinfrastruktur. Diese Projekte haben oft einen so langen Zeithorizont und so hohe Kosten, dass sie nicht allein aus laufenden Steuereinnahmen finanziert werden können. Bundesanleihen ermöglichen es dem Staat, heute zu investieren und die Kosten über Generationen zu verteilen. Ein Prinzip, das besonders bei Infrastruktur Sinn macht, da auch zukünftige Generationen davon profitieren werden. Auch für Unternehmen bieten Anleihen eine Alternative zur Eigenkapitalfinanzierung. Wenn ein Unternehmen expandieren, forschen oder Maschinen kaufen möchte, kann es entweder neue Aktien ausgeben oder sich über Anleihen verschulden. Anleihen haben hier einen Vorteil für das Unternehmen. Die Kapitalgeber werden zu Gläubigern, nicht zu Miteigentümern. Das Unternehmen behält die Kontrolle und die Zinszahlungen sind steuerlich absetzbar. Für die Volkswirtschaft bedeutet dies, Unternehmen können wachsen und Arbeitsplätze schaffen, ohne ständig neue Eigentümer an Bord holen zu müssen. Der Vorteil für bestehende Aktionäre ist, dass ihr Anteil am Unternehmen gleich bleibt und nicht verwässert wird durch noch mehr Aktien. Anleihen tragen auch zur Finanzstabilität einer Volkswirtschaft bei. Sie bieten Anlegern unterschiedliche Risikorenditeprofile. Während Aktien volatil sind, bieten sichere Staatsanleihen Stabilität. Rentenfonds und Versicherungen können so ihre Portfolios diversifizieren und langfristige Verpflichtungen absichern, ohne starken Schwankungen am Aktienmarkt unterworfen zu sein. Ein oft übersehener Aspekt: Anleihen spielen eine zentrale Rolle in der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank nutzt den Kauf und Verkauf von Staatsanleihen als wichtiges Instrument, um die Geldmenge zu steuern und Zinsen am Markt zu beeinflussen. Der Anleihemarkt setzt geldpolitische Impulse in die Realwirtschaft. Ohne einen funktionierenden Anleihemarkt wäre moderne Geldpolitik sehr schwierig umzusetzen. Anleihemärkte erfüllen auch eine wichtige Informationsfunktion. Die Renditen verschiedener Anleihen spiegeln wider, wie Marktteilnehmer die Kreditwürdigkeit von Staaten und Unternehmen einschätzen. Ein steigender Zins auf griechische Staatsanleihen zum Beispiel signalisiert höheres Risiko. Ein wertvolles Warnsignal für die Politik und Wirtschaft. Diese Preisfindung sorgt dafür, dass Kapital bevorzugt zu soliden Schuldnern fließt. Fazit: Anleihen ermöglichen effiziente Kapitalallokation, finanzieren öffentliche Güter, bieten Unternehmen Wachstumsmöglichkeiten an, stabilisieren das Finanzsystem, dienen der Geldpolitik und liefern wichtige Marktinformationen. Ohne Anleihen wäre unsere moderne Wirtschaft kaum denkbar. Sie sind das stille Rückgrat, das Sparer mit Investoren, Gegenwart mit Zukunft und Private mit öffentlichen Interessen verbindet.